Liebe Häkelfreunde, heute habe ich diesen coolen Herrenschalkragen für euch gehäkelt. Er ist schnell gemacht und sehr einfach nachzuhäkeln und daher auch ein ideales Geschenk für Weihnachten. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachhäkeln. Für diesen Herrenschalkragen habe ich noch einen Rest von dieser Gomitolo Bene, die ich für die Herrenweste verwendet habe. Das ist die Farbe Nummer 754 und ich verwende eine Häkelnadel Nummer 5. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge, häkle 2 Luftmaschen, drehe mir die erste um, sodass ich hier einstellen kann, dass 2 Fäden oben sind und einer unten, hole den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2, steche hier in den Querfaden wieder ein, hole den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2, in den Querfaden einstechen, Faden durchholen, eine Masche abmaschen und dann die restlichen 2, in den Querfaden einstechen, Faden durchholen. Wir häkeln zuerst sozusagen die Luftmasche und dann die feste Masche. Gezählt wird hier, wo die schönen Maschen sind, und ich mache so eine Kette mit einer Länge von ca. 23 cm. Die Maschenanzahl ist egal. Einfach eine Kette mit ca. 23 cm häkeln. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Meine Kette ist jetzt ca. 23 cm lang. Als Richtwert bei mir sind das 32 feste Maschen. Wir brauchen aber keine bestimmte Maschenzahl, die kann bei euch auch anders sein. Und wir kippen das Ganze, so dass die schönen Maschen oben sind. Und ich beginne mit einer Luftmasche und häkle gleich in die erste Masche ein halbes Stäbchen und dann in jede weitere Masche ein halbes Stäbchen, also die ganze Reihe so. Und ihr bekommt schöne halbe Stäbchen, wenn ihr den Faden ein bisschen heraufzieht. Und ich mache meine Maschenzahl, also 32 halbe Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl halbe Stäbchen gehäkelt und ich wende die Arbeit. Und jetzt mache ich es so, ich beginne wieder mit einer Luftmasche und häkle auf der Rückreihe eine Reihe feste Maschen. Lauter feste Maschen. Und ihr könnt das kontrollieren, also die Anzahl muss immer gleich bleiben. Ich häkle also meine 32 festen Maschen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ganz wichtig,
Auch das allerletzte Maschenköpflein hier nicht vergessen. Wie gesagt, am besten am Anfang nachzählen, ob ihr immer dieselbe Anzahl habt, und wir wenden wieder und ich häkle wieder eine Luftmasche und häkle immer bei den Hinreihen eine Reihe halbe Stäbchen und bei den Rückreihen eine Reihe feste Maschen. Wir sehen uns am Ende der Reihe nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich wende wieder und jetzt kommt wieder eine Reihe feste Maschen. Ich beginne immer gleich auf dem ersten Maschenkopf. Und diese beiden Musterreihen wiederhole ich, bis wir die doppelte Halsweite erreicht haben. Das bedeutet, mein Mann hat circa eine Halsweite von 42 cm. Das bedeutet, mein Schal muss circa 84 cm lang sein. Also die Halsweite messen und das Doppelte häkeln, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Mein Schal hat die benötigte Länge erreicht, nämlich bei mir ca. 84 cm, also die doppelte Halsweite des Herrn. Ihr seht, das Muster verläuft ein bisschen schräg, das ganze Teil verläuft ein bisschen schräg, das macht aber gar nichts aus. Ich habe mit einer Hinreihe geendet, also mit einer Reihe halbe Stäbchen, und jetzt drehe ich mir das Ganze herum, so dass die Nadel links oben ist, klappe den rechten Teil herunter und dann den linken Teil so drauf, dass die Ecken und die Kanten genau aufeinander kommen. Also zuerst hier die Ecke auf die Ecke, dann fixiere ich das mit Klammern. Zuerst die eine Kante und dann auch hier schauen, dass die Kanten genau aufeinander passen, und auch hier wieder fixieren. Und jetzt nehmen wir uns den Faden, der ja noch eben mal dran hängt, und häkeln die beiden Teile zusammen mit festen Maschen. Also zunächst hole ich den Faden durch, häkle eine Luftmasche und häkle dann mit festen Maschen die beiden Teile zusammen, und das mache ich bis zur Ecke und schaut darauf, dass das Ganze flach wird, also nicht zu viele feste Maschen machen, sonst beginnt sich das zu wellen, aber auch nicht zu wenige, sonst zieht es sich zusammen, und macht die festen Maschen nicht zu klitzeklein, also ich hole immer den Faden ein bisschen herauf und masche dann ab, sodass das Ganze eine gewisse Dehnbarkeit behält und dass die Naht schön flach wird. Und ich mache es mal bis zur Ecke und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin bei der Ecke angekommen und hier mache ich es so.
Hier mache ich, also eine habe ich schon gemacht, direkt an den Rand, und ich mache noch 2 weitere dazu, so dass wir gut um die Kurve kommen, also 3 feste Maschen in eine Einstichstelle, und dann häkle ich die zweite Hälfte zusammen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe auch die zweite Kante hier geschlossen, bis ganz an den Rand gehäkelt. Häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Diese beiden Fäden müssen natürlich vernäht werden, und wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, dann noch den Schalkragen schön umklappen, die Fäden noch vernähen, und dann ist unser Herrenkragen fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Freude mit diesem tollen Schalkragen für Herren, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.